hat sich ein bisschen was getan und was genau, das seht ihr heute. Hi, ich bin Nessa. Ich wohne in meinem selbstgebauten Tiny House und habe vor ein paar Wochen ein 33 Jahre altes Wohnmobil gekauft, an dem ein bisschen was zu tun ist. Nachdem ich in der letzten Folge außen fast alles wieder auf Vordermann gebracht habe, geht es heute im Innenraum weiter. Es wird einiges rausfliegen und das Cockpit erstrahlt am Ende in neuem Glanz. Nach der Fanfare geht es diese Woche los mit der ersten Baustelle, der Fahrerkabine. Die Seitenbleche sind mit Stoff bezogen und der ist alles andere als appetitlich. Hier liegen Leisten über Leisten über Leisten, gesichert mit 1000 Schrauben und eine hübscher als die andere. Das alles kommt jetzt erstmal weg, um die Leisten neu zu beziehen, und ich denke, wenn man das hier sieht, versteht man unsere Entscheidung. Hier vorne ist auch noch eine Vorhangleiste, die kommt später vielleicht wieder dran. Wir wollten mit der Fahrerkabine beginnen und uns dann langsam nach hinten vorarbeiten. Hinter der Verkleidung sieht alles in Ordnung aus, keine feuchten Stellen, keine Millionen, keine Aliens. Schade eigentlich. Dafür, wie erwartet, eine Menge Dreck, der, Spoiler Alert, auch beim Waschen nicht rausging. Auch die Deckenverkleidung hier vorne muss erstmal weg. Die Oberfläche besteht aus wegbröselndem Zellstoff und hat so einige Flecken. Um sie frei zu bekommen, müssen wir den Balken vorm Kopf auch losschrauben. Eine völlig überdimensionierte Kopfleiste, an der man sich garantiert den Schädel anhaut. Jedes Mal. Woher der Dreck kommt, wird sich übrigens später noch zeigen. Weiter geht's mit den Polstern. Wir sind eigentlich froh, dass die schon ohne Bezüge waren, als wir das Wohnmobil gekauft haben. So fällt die Entscheidung leichter, die alten Dinger gleich loszuwerden. Als Matratze für den unteren Schlafplatz hier sind sie sowieso ziemlich ungeeignet, da relativ weich. Ich nehme die Maße für später und dann fliegen sie raus. Oder in diesem Fall hoppeln. Das gleiche mit der Matratze oben aus dem Hufbett, die gar nicht gepasst hat. Hier werden wir aber wahrscheinlich einen Teil für die seitliche Bank verwenden. Bleiben noch die Isomatten, die darunter ein interessantes Bild freigeben. Wenn einen nach 3/4 der Arbeit die Lust verlässt. Wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich auch gleich noch ein paar unnötige Kabelbinder loswerden und unter diverse Leisten gucken. Hier sieht alles in Ordnung aus. Naja, bis auf das hier. Da wurde fälschlicherweise das Bett dran aufgehängt. Das machen wir besser. Zwischenstand. Es gibt viel zu tun. Dafür habe ich jetzt inzwischen was bestellt. Das gleiche auf dieser Seite. Und auch dafür habe ich schon Stoff bestellt, der abwischbar ist. Und wenn das dann mal getan ist, dann sind wir eigentlich mit dem Cockpit auch für unsere Zwecke soweit erstmal durch. Ein paar Sachen könnte man vielleicht sich noch überlegen. Heute möchte ich auch noch auf einen anderen lustigen Umstand hinweisen. Einmal, zweimal, dreimal und hier unten Fliegengitter 4-mal. Und als wäre das nicht noch genug, hat sich jemand gedacht, wir müssen unbedingt hier oben
noch eine Vorhangstange hinmachen, wo wir dann mit Klett noch einen zusätzlichen Vorhang befestigen können. Ja. Die Idee wäre sowieso hier eher passgenaue kleine Einlagen für die Fenster zu machen mit Alubeschichtung, sodass eben die Hitze möglichst gut gleich im Sommer abgehalten wird. Und alles, was dann hier innen stattfindet, da reicht uns ein Vorhang wahrscheinlich und ein Fliegengitter und den Rest können wir hier abbauen. Deshalb werde ich jetzt mal versuchen, herauszufinden, wo was hingehört, was hier überhaupt noch funktional ist und vielleicht das ein oder andere direkt abbauen. Selbst wenn wir die Vorhänge behalten, waschen müssen wir sie auf jeden Fall. Also weg mit dem alten Stoff. Die Rollos und die Fliegengitter funktionieren noch prima. Die behalten wir auf jeden Fall. Zwischenstand ohne Vorhänge, gleich viel heller und freundlicher. Kommen wir jetzt noch zu unserem Problemkind. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das da hinten so nicht bleiben kann. Die Schraube brauche ich gar nicht rausdrehen. Okay. Ich weiß, ihr seht jetzt nichts mehr, aber es ist komplett rausgebrochen. Und ihr werdet es kaum glauben, aber hier hinter ist noch eine Vorhangstange. Warum? Mit der Drecksarbeit hört es aber hier noch nicht auf, denn eine Sache stand bei der Außenwäsche noch aus, der Motor. Da wir das Fahrzeug im etwas ölfeuchten Zustand bekommen haben, mussten wir erstmal alles sauber machen, um herauszufinden, ob da irgendwo ein Leck ist. Neben Felgen und ein paar Einzelteilen haben wir also auch den Motor mal ordentlich gereinigt und im Anschluss habe ich mich noch um alles gekümmert, an das wir in der Waschanlage nicht so richtig dran kamen. Achtung an alle, die nochmal kommentieren wollen, dass unser Wohnmobil ja so ein Fehlkauf war. Hier kommt extra Material für euch. Fazit: bisher kein Ölleck gefunden, dafür ist jetzt alles wieder einigermaßen sauber. Und um das Kupplungspedal haben wir uns auch gekümmert. Außen hui, innen immer noch ein bisschen pfui. Um die Bettkonstruktion zu verstehen, haben wir die Verkleidung abgenommen und wenig überraschend war dahinter der Staub der Jahrzehnte zu finden. Ich dachte, der Bezug hier innen wäre grau, aber er ist einfach nur dreckig. Sowie etwas, das nach einem verlassenen Wespennest aussah. Darunter kam statt einer grauen nicht nur eine rotbraune Kunstlederverkleidung zum Vorschein. Ich habe auch hier keine Wasserschäden oder Ähnliches gefunden. Somit also bahnfrei für die neue Verkleidung im Fahrerhaus.
Erstmal war noch ein bisschen Putzen angesagt, besonders an den Sonnenblenden. Für die Seitenleisten habe ich einen ähnlichen Stoff gewählt wie den ursprünglichen, flauschig, aber robust. Beidseitiges Klebeband war hier das Mittel der Wahl. Im direkten Vergleich sieht man, das hat sich eindeutig gelohnt. Für die Deckenverkleidung habe ich mich für ein unauffälliges hellbraunes Kunstleder entschieden. Es stinkt. Das passt zu allem und ist abwaschbar. Fixiert haben wir es auf der papierartigen Oberfläche mit Sprühkleber. Mit einiger Friemelei und ein paar Unfällen habe ich die Deckenverkleidung wieder unter der Kopfleiste befestigt. Bei den Seitenleisten habe ich beschlossen, dass 3 Schrauben ausreichen sollten, um das leichte Blech festzumachen. Rückspiegel wieder dran, ein bisschen Kunststoffpflege und fertig. Das ist also jetzt der aktuelle Stand und ihr seht schon, ohne die Vorhänge und den ganzen Krimskrams hier, sieht das alles irgendwie deutlich größer und leichter aus. So langsam gewinnen wir auch einen Überblick. Ich finde auch hier vorne ist jetzt soweit einigermaßen in Ordnung. Zusammen mit der Putzaktion von der Woche davor kann man es jetzt hier aushalten. Die Sitze, die hier drin sind, sind leider nicht original. Das könnt ihr auf den Fotos hier sehen von der Inneneinrichtung, wie sie mal war. Das heißt auch, dass man die nicht nach vorne klappen kann, sodass das Bett also nicht so leicht bis ganz nach unten geht. Man kann sie zurückdrehen hier. Das dauert aber natürlich deutlich länger. Aber trotzdem werden wir die jetzt wahrscheinlich erstmal lassen. Apropos wir, da die Frage ja sowieso schon aufkam und ich die auch irgendwann beantworten wollte. Mein Freund und ich machen dieses Projekt ja gemeinsam, aber bisher ist er eigentlich so gut wie nicht zu sehen. Und das liegt ganz einfach daran, dass er im Internet nicht unbedingt sichtbar sein möchte. Er möchte da lieber anonym bleiben und das respektiere ich natürlich. Deswegen wird es auch in Zukunft so sein, dass hauptsächlich ich hier zu sehen bin und da machen bin, was aber natürlich nicht heißt, dass wir das Projekt nicht gemeinsam machen. Nachdem wir uns also jetzt erstmal einen Überblick verschafft haben, was hier drin alles zu tun ist, und ich wette, wir werden noch auf das eine oder andere stoßen, machen wir jetzt so Schritt für Schritt alle Bereiche des Wohnmobils durch. Das Fahrhaus ist jetzt erstmal soweit fertig, damit kann man leben. Und als nächstes geht es wahrscheinlich an die Bettkonstruktion oder überhaupt die Schlafmöglichkeiten, weil das so das Erste ist, was man hier drin braucht. Und dann Schritt für Schritt in die anderen Bereiche mal schauen, was da als nächstes kommt. Nächste Woche Samstag um 18 Uhr geht es also hier weiter und bis dahin möchte ich euch noch 3 Dinge mit auf den Weg geben. Erstens meinen Discord-Server, auf dem ihr unter anderem über dieses Projekt, aber natürlich auch über alle anderen möglichen Themen diskutieren könnt, mit anderen Zuschauern und mit mir. Ansonsten Punkt Nummer 2, für meine Ausrüstung und alles, was in Zukunft auch noch in Sachen Wohnmobil kommen wird, die Einrichtung oder andere Dinge, gibt es eine Extra-Seite von mir, das ist kit.co/nessaelessa. Dort ist meine komplette Ausrüstung, auch in Sachen Video, in Sachen Gaming, also alles, was ich im Alltag benutze, findet ihr dort. Unter anderem übrigens auch den Schmuck hier, den ich ja vor ein paar Wochen erstanden habe. Da also gerne mal reinschauen. Und Punkt Nummer 3, falls ihr es nicht abwarten könnt bis nächste Woche, gibt es noch ein neues Video von mir, und zwar auf meinem Wissenskanal. Dieses Mal geht es dort um das Thema Hochbegabung, also um mich und meinen Hirnschmalz, falls euch das interessiert und was meine Erfahrungen da in der Schule und darüber hinaus so waren. Dann gerne jetzt hier direkt draufklicken, ich werde es euch hier oben verlinken. Der Kanal hat außerdem natürlich noch andere interessante Themen, also gerne auch da mal reinschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein und wie immer auch für eure Anregungen und Tipps in den Kommentaren. Bis dahin, ciao. Manchmal muss man einfach mutig sein. Oder dumm. Oder beides. Der Beweis, dass hier mal Frühstück gemacht wurde.